Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin gerade auf einer Radreise um Sizilien herum und befinde mich gerade südlich von Syrakus und fahre jetzt weiter Richtung Süden. Und wenn du wissen willst, was ich heute alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Der Ort, in dem ich mich gerade befinde, heißt, glaube ich, Fontana Bianca. Es scheint ein Ferienort zu sein. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 1. April 2023. Es ist bedeckt, aber schon relativ warm. Und es geht jetzt, wie gesagt, weiter Richtung Süden. Ich bin so gegen 9 Uhr von meiner Unterkunft in Arenella losgefahren und bin jetzt schon 10 Kilometer unterwegs oder 15, ich weiß es nicht genau. Habe zum Glück schon eine Bar gefunden, wo ich einen Kaffee und ein Cornetto bekommen konnte. Ja, und jetzt kann es weitergehen. So, ich bin nicht der Einzige auf der Straße und da vorne ist das Meer. Ich bin jetzt eine ganze Weile auf so einer kleinen Straße gefahren, aber jetzt geht es, glaube ich, auf die Hauptstraße wieder. Von Syrakus komme ich, jetzt geht es Richtung Ragusa. Landschaftlich ist es jetzt ein bisschen schöner als gestern. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal so. Es steht jetzt keine größere Stadt an erstmal. Das lässt hoffen. Es sind sehr viele Radfahrer unterwegs heute. Es ist Samstag. Ich bin jetzt kurz vor Avola und jetzt geht es ein kleines Stückchen am Meer entlang. Ich glaube, hier mache ich mal eine kleine Pause und esse mal was. Ich habe mir ein Panino mit Formaggio und Prosciutto gekauft. Ja, das war eine nette Frühstückspause und jetzt kann es weitergehen. So, geradeaus geht es jetzt nach Avola rein. Ich fahre aber nicht ins Zentrum, sondern biege hier gleich ab. Nach links, weiter nach Süden. Italien, das Land, wo die Zitronen blühen. Ich bin inzwischen in Lido di Noto angekommen, also am Strand von Noto. Und es geht jetzt weiter Richtung Süden. Ich sehe schon, da hinten wird es jetzt ein bisschen hügeliger. Mal sehen, was da auf mich zukommt. Oh, ich glaube, hinter der Kurve geht es mächtig bergan. Ja, das war mächtig steil. Aber ich habe es geschafft, ohne abzusteigen. Das Problem ist, ich habe nicht nur das Gepäck dabei, sondern ich habe auch, seit ich von meiner Sommerradreise im September zurückgekommen bin, 6 oder 7 Kilo zugenommen. Das ist mehr als mein Schlafsack und mein Zelt zusammen wiegen und mein Campingstuhl, den ich sonst immer mitnehme. Ich verlasse jetzt die Küste und muss dann auf eine größere Straße, um nach Süden zu kommen. Aber erstmal fahre ich jetzt nach Westen. Ich fahre jetzt schon eine ganze Weile auf dieser mittleren Hauptstraße nach Süden. Mein Treck will mich jetzt hier nach links führen. Ein bisschen mehr wieder zur Küste. Weiß ich allerdings noch nicht, ob ich das mache. Muss ich erstmal schauen. Ich guck mal lieber auf die Karte, nicht, dass das da wieder auf nichts endet. Ich bin jetzt hier, bin diese Straße runtergekommen, habe mir diesen Bogen hier gespart und werde jetzt versuchen, hier um dieses Kap rumzukommen. Das ist der südöstliche Zipfel von Sizilien. Jetzt ist mir auch gerade noch ein riesiges Insekt ins Gesicht geflogen und hat sich hier hingesetzt und hat dann, glaube ich, vor Schreck gestochen. Hier ist auf jeden Fall kleiner Hubel, das tut aber nicht weh. Ja, das sind so die kleinen Überflüssigkeiten, die das Leben zu bieten hat mit diesem Insektenstich. Kann man nichts machen. Jetzt geht es hier zu Küstenorten. Da habe ich gerade ein Schild Restaurante gesehen. Vielleicht kann ich ja mal was bekommen. Ich will nicht viel essen, das ist nicht so gut. Auf so einer Tour mittags schwer zu essen. Vielleicht gibt es aber einen Teller Spaghetti, mal schauen. Das Problem ist nur, dass in diesen Badeorten noch gar nichts los ist. Ich denke, es wird schwierig, was zu finden, was auf hat. Oh, hier werden wir mit Herzchen begrüßt. Sehr schön.
Jetzt bin ich auch wieder am Meer. Ich muss in einen kleinen Hafen kommen, so ein Segelboothafen wahrscheinlich. Und mal sehen, ob ich da was zu essen finde. Ja, das Wetter ist leider gar nicht so wie versprochen. Als ich gebucht habe, den Flug, war für heute 28 Grad vorher gesagt. Es wird jetzt wahrscheinlich so knapp unter 20 sein und es ist meistens bedeckt. Und ja, man kann sich nicht entscheiden, ob man die Jacke anlassen soll oder nicht. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen verzettelt. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus da. Das ist eigentlich das, was ich suche. Auf der Karte stand, dass sie Nudeln hätten. Allerdings nur als Vorspeise, aber ich denke, dass sie mich das auch so essen lassen. Ja, da habe ich sehr schön gesessen mit Blick aufs Meer und es war super lecker. Ich muss hier aus diesem Einbahnstraßengewirr wieder herausfinden. Ich schiebe jetzt lieber. Hier ist leider alles Einbahnstraße. Es ist so breit hier, da kann man es mal wagen zu fahren. Ja, es geht hier jetzt weiter auf der Küstenstraße nach Süden. Ich hoffe, dass ich jetzt heute noch die Südostspitze umrunden kann. Oh, das ist der erste Leuchtturm, den ich hier auf der Strecke sehe. So, ich komme jetzt nach Porto Palo di Capo Passero. Und das da ist die Isola di Capo Passero mit dem entsprechenden Fort darauf. Ja, so sieht es hier aus in Porto Palo. Ich hoffe, ich kann hier jetzt weiterfahren. Ich bin schon wieder in Einbahnstraßen reingefahren von der falschen Seite. Aber hier sieht es jetzt erstmal ganz gut aus. Scheint so eine Art Fußgängerzone zu sein hier. Aber es ist schon alles zu, weil Samstagnachmittag ist. Ich bin jetzt aus dem Ort raus. Ich habe das Kap umrundet. Der Hafen von diesem Ort lag direkt an der Südostspitze. Und jetzt geht es grob Richtung Westen. Es ist sehr diesig heute. Ich weiß nicht, ob das Sahara-Staub ist, der hier hochgeblasen wird. Mir kommt auf jeden Fall der Wind die ganze Zeit entgegen. Und hier ist jetzt alles voller Gewächshäuser. Ja, schade, dass jetzt die Sonne weg ist. Mit Sonnenschein sähe das hier bestimmt alles viel schöner aus. So, jetzt hat mich mein Trek wieder ganz woanders hingeleitet, als es durchging. Jetzt geht es hier über ein Grundstück und jetzt müssen aber erstmal die Hunde eingefangen werden, bevor ich hier durch kann. So, das hat geklappt. Sehr freundliche Leute, das fand ich sehr nett, dass die mich über ihr Grundstück haben fahren lassen. Sonst hätte ich wieder einen riesigen Umweg fahren müssen. Ja, dafür kamen jetzt hier die Hunde aus einem Grundstück herausgeschossen. Aber da war zum Glück jemand, der sie zurückgerufen hat. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das heute noch mal so spannend wird. Ich fahre hier jetzt schon die ganze Zeit an so einer Lagunenlandschaft entlang und jetzt wird sie hier überquert. So, ich bin endlich wieder am Meer, aber ich habe ganz schlimmen Gegenwind, schon sturmartig. Es geht hier wahrscheinlich ums Kap rum. Ne? So, ich muss jetzt noch um diese ganze Bucht rum, die ganze Zeit so schräg gegen den Wind. Das sind jetzt noch 10 bis 15 Kilometer bis Pozzallo. Und da mache ich dann Schluss für heute. Es ist inzwischen 16 Uhr. Komme ich da vielleicht so zwischen 17 und 18 Uhr an. Dann ist auch Zeit aufzuhören. Juhu, eine Hecke. Das ist so eine Wohltat. Jetzt wird hier auch noch der Sand vom Strand hochgeweht. Wenn keine Büsche da sind, es knirscht schon zwischen den Zähnen. Ich bin jetzt endlich in Pozzallo angekommen. Es war ein ganz schöner Kampf gegen den Wind. Und jetzt muss ich hier mein Hotel suchen. Hier geht es jetzt in die Stadt, direkt in eine Einbahnstraße rein, aber man kann wohl auf der Promenade fahren.
hier ist ein Fahrradweg. Damit hätte ich ja jetzt nie im Leben gerechnet. Ja, es scheint eine ganz schöne Stadt zu sein, dieses Pozzallo. Wenigstens hier im Zentrum. Oh, jetzt kann es nicht mehr weit sein bis zum Hotel. Muss irgendwie jetzt gleich rechts rein sein. So, und da ist auch schon das Schild hier links oben, das blaue. Mal schauen. So, das ist mein Zimmer. Ich konnte mein Fahrrad wieder mit reinnehmen. Das ist das Bett. Und das ist das Bad. Ist jetzt direkt auf Straßenhöhe, deswegen ist hier der Fensterladen zu. Der ist abgeschlossen, kriege ich nicht auf. Aber das Zimmer hat er mir jetzt extra gegeben, damit ich das Fahrrad nicht in den Aufzug quetschen muss und es hier einfach reinschieben kann. Das ist sehr nett. Ja, ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus, schaue mich vielleicht noch kurz in der Stadt um und gehe was einkaufen. Und morgen geht es dann weiter Richtung Westen. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!